Jo, hallo, grüß euch. Da ist der Bausparrer 1974 mit einem Mörder ABC, wie man auf so einen bescheuerten Namen kommen kann. Ja, weiß ich selber nicht. Aber gut, jetzt müssen wir da wieder hinausgehen. Wir sind beim Mörder ABC in Kapitel Nummer 2. Nummer 2. Fraser doesn't have an alibi and he's extremely jealous. You are very skilled at summing up. And yet you haven't asked Japp to arrest him. It is too soon. But I agree, without the letters announcing the crimes, Fraser would already be behind bars. Bon, I think we have enough elements. Let's reconstruct the events at the scene of the crime. I can't imagine how the murderer wasn't seen, though. Surely she must have struggled. Let us try and imagine the scene. So, wie in Fall 1. Werden wir mal wieder das rekonstruieren. So. The killer and the victim are walking on the beach. Miss Betty has a bag, a belt around her waist, and carries her shoes in her hand. Both of them walk slowly to hut number 5. Fortschreiten, ändern, angreifen. Ich tippe mal fortschreiten. Both of them walk slowly to hut number 6. Da ist er ändern. Miss Betty enters the hut. She leaves without her belongings. Then she hides a code. Die Gürtel aus den Angreifen. Fortschreiten. Angreifen. Naja, ich dann nehme ich auch fortschreiten. They keep walking. Then she removes her belt. The murderer moves behind her and then attacks her by surprise. The body falls, lifeless, on the sand. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Naja, man muss sich das jetzt einmal so vorstellen. Das heißt, Without the ABC, we might have suspected Mr. Asher and Mr. Fraser. But by signing his crimes, the murderer is making sure he's accused. In a way, it is very generous of him. Generous? The murderer seduced Betty in order to lure her to the beach and kill her. Indeed, the young woman was certainly careless, but not stupid enough to follow a stranger. What are you planning to do, Poirot? Return to London, mon cher Hastings. man muss sich das jetzt einmal so vorstellen. Die Betty ging mit ihrem Mörder langsam am Strand entlang. Sie hatte ihre Schulbeutel in der Hand. Bei Hütte 5 angekommen gingen die beiden langsam weiter. Erst bei Hütte 6 hielten sie an. Betty öffnete die Kabine, legte ihre Sachen ab und verschloss die Kabine dann wieder. Sie verdrehte das Schild herum, um den Code zu, wo wir ja da den Code ja gesehen haben, 715. Und also drehte so dann zu verdecken. Dann sind sie beide an den Strand weitergegangen, zog ihren Gürtel aus und dann legte er halt den Hals um und dann hat er sie halt dann umgebracht. Ja, das heißt, so viel, hier wäre alles abgeschlossen. Soweit ich weiß, hat er gesagt, nach London zurückkehren. Er hat hier alles erledigt. Also gehen wir zum Taxi. Zum Taxi.
Ich nehme mal an, das ist das da. Das ist das da. Werden wir nach London fahren. Ja, das ist so. Jap has decided to reveal details to the press. The alphabet murder is now famous. It is not a bad idea. The more people who know, the greater our chances of finding out something of interest. Poirot, I have a bad feeling. Der nächste Brief. Poor Mr. Poirot, not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps. Let us see if you can do any better this time. This time, it's an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It's a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Good hunting. Did you hear that, Poirot? The murderer seems to be taking it all as a game, a challenge. He will strike on 30th in Churston. We must warn Scotland Yard. Erläutern, dass heute der 30. ist, nach dem Datum fragen. Ich meine, auf der einen Seite kann man sich dumm stellen, auf der anderen Seite kann man wissen, was heute ist. Wir stehen neben einem Kalender. Neben einem Spiegel. Ich meine, schaut euch mal dieses Bild genauer an. Ja. Neben einem Spiegel steht der Kalender. Ich meine, das ist Leitverarschung. Und der Poirot hat sich einen Blick drauf geworfen. Also nach dem Datumfang ist eine Verarschung. Ich meine, dort neben dem Spiegel ist der Kalender. Also ist erläutern, dass heute der 30. ist. Eindeutig. Hastings, today is the 30th. No time to lose. We must prepare our suitcases for Churston. Mon Dieu, it is already 10 o'clock. I will call Scotland Yard immediately. Oh, ein Schnurrbart haben wir. Das ist, was haben wir da? Scotland Yard anrufen. Ich meine, nicht Habse, Leute, aber das war jetzt Leitverarschung. So, was haben wir da? Dass der Hastings jetzt den Brief da fallen hat lassen, ist auch verdächtig. Miss Hastings tore the envelope. Gut, das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Umschlag. Beobachten. Poor Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps? Let us see if you can do any better this time. This time it is an easy one. Churston on the 30th. Do try and do something about it. It is a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Gut, was war das? Hastings hat einen Umschlag zerrissen, in dem der Brief des Mörders steckt. Er hat ihn, wenn ich nicht auf den Boden werfen müssen. Okay. Ah, das Name. Poor Mr. Poirot. Not... Ja, das wissen wir. Das haben wir jetzt oft genug gelesen. Was haben wir dann da? Hercule Poirot, White Horse Mansion, London, London 1935. Gut, das kann man nicht mehr. Auch doch. Ja. Kann man das gar nicht umdrehen? Nein, kann man da anscheinend nicht.
Gut, jetzt wissen wir wenigstens die Adresse. Die Adresse auf der Nummer ist falsch, damit hat Whitehouse Manson geschrieben. Ist das ein Fehler? Aha. Es hätte normalerweise Whitehaven heißen sollen. Gut, das heißt jetzt faktisch. Gar nichts. Ja, wir haben das jetzt so. Das heißt, das kann halt ja dann rufen nach wie vor. Und wir schauen wieder in den Spiegel. Und irgendwie kriegen wir da wieder Punkte. Irgendwie Punkte. So, was haben wir da jetzt da? Was haben wir da? I lock my revolver in this drawer. I've not used it in a very long time. Aha. Da hat er seinen Revolver aufbewahrt. I lock my revolver in this drawer. I've not used it in a very long time. Okay. So, haben wir das Kurs, da haben wir noch was. Das Kursbuch. Was haben wir da? Bexillency, Sussex, population 24,703. Das ist das da, was haben wir da? Da haben wir Hamsting Hunting. Aha. Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Seine Jagdbeute. Aha. Da. Aha. Was haben wir da noch? Ah, da haben wir Zeitungen ins Link. So, was haben wir da? Da haben wir mal eine Zeitung und eine zweite Zeitung. Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Hercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. Okay. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Gut, wir haben noch immer eine Aufgabe, dass wir dort in Scotland Yard können wir wieder den Ventilator ein bisschen einschalten. Ah, some cool hair. Man kann sie wieder niedersetzen, dass wir wieder Punkte kriegen. Punkte sind immer wichtig. Gut, aber jetzt müssen wir jetzt tatsächlich einmal anrufen. Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. Gut. Das heißt, was haben wir jetzt? Den einen Brief mit den anderen, aber die vergleichen.
Gut, das heißt. Das heißt. It is not a good time. Das heißt, das werden wir jetzt gleich machen. Oder nicht? Ja, dann nicht. Hab's mir gern. Okay, da werden wir mit Hastings mal reden. Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Churston before the murder. Zugegeben, dass es ein Notfall ist, hervorragend, dass Ordnung wesentlich ist. Naja, Ordnung. Ordnung ist wesentliches. Ordnung sein muss. Hastings, order and method are always necessary, regardless of the circumstances. Okay. I'll let you pack them. Jetzt müssen wir den Koffer anpacken. All the same, it really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Nicht geschützte Flasche. Schlecht gefaltener Schlafanzug. Der Fuchs. So, oder noch. Socken. Zahnpasta. Handtuch. Voila. It only took a minute. Na, Ordnung muss schon sein. So viel Zeit muss sein. Poirot, you were right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Churston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. Gute Frage, ja. We should also compare the letter we have just received with the other two. Although I have very little doubt about what we will find. Das ist jetzt eine gute Frage. Gut, wir haben jetzt Zeit, hat er gesagt. Das heißt, ich werde das jetzt trotzdem dann nochmal schauen, ob das geht. Das heißt, wir werden da jetzt wieder schauen. Right, let us compare this new letter with the second one. Let us Gut. examine this more closely. Tja. Ach gut, na, jetzt ist wieder das gleiche Blödsinn. Gut, Certain characters in the two letters may have similar defects. das heißt da wieder das. Yes, this I is weird. Right, let us compare this with the other letter. Gut, das ist jetzt wieder. Dort ist da. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. Also es ist immer das gleiche. Da ist wieder das Handtuch. Yes, Und the da. A appears to be quite unusual. Da ist jetzt wieder das Handtuch. Right, let us compare this with the other letter. Und da faktisch jetzt da wieder. Das Nothing, der weiter so viel, dass das Josef weiter passt, ja. Latein, was ist so der Scheißdreck? Da ist auch. Da ist das mal so. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory.
Das war das A. Und jetzt wieder mal das W. Das W. Das, The W is not printed properly. das ist wieder Right. das W. Let us compare this with the other letter. Das ist wieder, da müssen wir da jetzt irgendwo ein W suchen. Da, irgendein W. Da, das da. Das W da anklicken. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was right. These two letters were written with the same typewriter. Okay, das hätten wir. Let us now try and get our brain cells to work. Gut. Warum kam die Benachrichtigung des Mörders so spät? Oh. Naja. Oh, ja. Das heißt, das erste Mal war das auf der falschen Adresse. Ich nehme mal an, dass es mit dem C-Brief war. Der Brief wurde wegen einer Fehlerschaft zu früh zugeteilt, Thomas. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error. Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Telefon. Poirot, the telephone. It must be Jap. Ja, eben, da hat man mal. Gut, da müssen wir sogar hingehen. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his Das ist evening einmal. walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. Churchton. London Churchton. Und somit sind wir in Kapitel 3 angelangt. Kapitel 3 ist das jetzt? The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Tja, meine Damen und Herren, wir haben Kapitel 2 abgeschlossen und sind nun mittlerweile in Kapitel 3 angelangt. Kapitel 3, den Tatort untersuchen. Und das Opfer heißt Sir Carmichael Clark, pensionierter Arzt, Spezialist für Halsbeschwerden. In dem Sinn, meine Damen und Herren, wünsche ich euch bereits am Donnerstag ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Und mit Kapitel 3 geht es dann am Montag weiter, wie gewohnt, 15 Uhr. Und ich wünsche euch daher ein wunderschönes Wochenende. Jetzt werden wieder sagen ein paar, warum spricht nicht weiter? Jetzt musst du aufhören. Ist ja
Warum sollte? Also, ich sehe keinen Grund nicht, wer rennt es nicht davon. Wir sehen uns am Montag, 15 Uhr, gewohnte Zeit, Kapitel 3, ja, mit Eibeseemörder und mit Poirot. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bauspann 1974 ist draußen. Tschüssi, Baba.